Ich war immer schon von dem vorderen Zugang überzeugt. Und als ich dann gehört habe, dass es diesen Zugang minimal invasiv gibt, habe ich mit der Firma Vivamed gesprochen. Dann sind wir zusammen nach Paris gefahren zu Dr. Loth und wir haben uns einige Operationen angeschaut. Und ab diesem Zeitpunkt, ich war von diesem Zugang vorher schon überzeugt und habe gesehen, das ist so schonend für die Muskulatur. Für mich war nicht entscheidend der kürzere Hautschnitt, sondern für mich war entscheidend die Nichtverletzung der Muskulatur. Ich habe 400 Hüftprothesenoperationen nach dieser Methode durchgeführt. Der große Vorteil ist, dass es eben die Muskulatur nicht verletzt, dass der Zugang sehr effizient ist, dass man eine Assistenz weniger braucht durch die Verwendung dieses Extensionstisches. Das ist eine ökonomische Sache, dass die Rehabilitation wesentlich schneller geht, dass der Blutverlust geringer ist. Wir haben praktisch bei dem Großteil der Patienten keine Blutkonserven mehr gebraucht und dass das Resultat einfach besser ist. Das habe ich gemerkt, als ich Schmerzen bekam beim Stiegensteigen, aber richtig gemerkt habe ich, dass da was nicht in Ordnung ist, weil man verdrängt es ja immer, als Mediziner besonders. Als ich im Ötztal war, auf einem Berg und auf einer ziemlich steilen Flanke und plötzlich auf diese Seite keine Spitzkehre mehr machen konnte. Das heißt, ich bin nur halb herumgekommen und das war ein bisschen eine prekäre Situation und da haben wir gedacht, da stimmt irgendwas mit meiner Hüfte nicht. Und dann habe ich heimlich natürlich am Abend ein Röntgenbild gemacht und dann habe ich gesehen, dass meine Hüfte ja wesentlich schlechter ausschaut als viele Hüften von Patienten, bei denen ich schon eine Prothese implantiert hatte. Und dann haben wir gedacht, jetzt wird es halt auch Zeit für mich, dass ich an eine neue Hüfte denke. Ich habe mich im eigenen Haus operieren lassen, weil ich das Umfeld kannte, weil ich wusste, ich kann nirgends besser gepflegt und umsorgt werden. Und weil mein Oberarzt, mit dem zusammen ich das begonnen habe, ein hervorragender Operateur ist und diese Prothesen sehr gut implantiert. Und dann habe ich gedacht, mache ich es lieber bei mir zu Hause quasi. Und das war auch ein guter Entschluss. Also im Krankenhaus Schwarzach, in dem ich ja gearbeitet habe, über 20 Jahre lang, habe ich eigentlich Erfahrungen natürlich mit vielen Patienten gehabt. Und ich habe mir eigentlich gedacht, das wird nicht so tragisch sein, so eine Operation. Und so war es auch. Ich habe nur einmal in der ersten Nacht ein Schmerzmittel gebraucht und dann nicht mehr. Und das ist auch ein Vorteil dieser Methode, dass sie schmerzarm ist. Also die ersten Schritte habe ich noch am gleichen Abend gemacht, weil ich wollte keine Harnflasche haben, sondern ich habe gedacht, dass die Schwester bei der Tür draußen war, ich gehe jetzt mit den Krücken auf die Toilette und das hat tadellos funktioniert. Ich bin im Mai operiert worden. Ich habe mich extra dazu entschlossen, im Frühjahr operiert zu werden, damit ich genügend Zeitraum habe bis zum Skifahren, damit ich dann wieder fit bin. Und das bedeutet für die Lebensqualität sehr, sehr viel. Mit so einem neuen Gelenk, wenn es gut implantiert ist, egal ob Hüfte oder Knie, hat man praktisch keine Schmerzen mehr. Man kann alle Tätigkeiten wieder ausüben, die man vorher gerne ausgeübt hat und die man nicht mehr so gut konnte. Und ich würde sagen, das ist eine enorme Verbesserung der Lebensqualität. Also man sollte schwere Stürze, wenn es geht, vermeiden, aber das hat man natürlich nicht in der Hand. Ich persönlich kann sagen, dass ich beim Skifahren vielleicht etwas vorsichtiger bin, dass ich immer im Hinterkopf habe,
dass ich ein bisschen langsamer fahre, aber eigentlich müsste ich keine Einschränkungen machen.